Also der Stadtteil Sonnenberg ist ein klassisches Arbeiterviertel hier in Chemnitz, ist in einem relativ spät nach der Wende so richtig durchsaniert worden, ist immer noch nicht ganz fertig. Wir haben das Gebäude war eigentlich eins der letzten in der Straße und wir haben das in einem, ja, man könnte sagen, bedauernswerten Zustand vorgefunden nach ca. 30 Jahren Leerstand. Da waren in weiten Teilen die Decken durchgebrochen, Wasser ist reingekommen und da waren eben zunächst mal die ganzen Decken auch auszutauschen. Wir haben das Dach komplett abgeräumt und die große Herausforderung war im Grunde genommen auch, wie der Bauablauf, also die Logistik, wie schaffe ich erstmal diese ganzen maroden Bauteile aus dem Gebäude raus, ohne dass das Haus komplett zusammenfällt und ohne Gefahr dann für die Arbeiter. Das heißt also, wir mussten erstmal das ganze Haus von unten durchstützen und dann erst ausräumen. Also da standen dann Kachelöfen neben Durchbrüchen in der Decke und solche Situationen. Ja, das Neue soll sichtbar sein, aber jetzt auch nicht sklavisch. Also wir haben ja die Ziegel auch wiederverwendet. Also wir haben Ziegel, die wir von dem alten Waschhaus, das im Hof abgebrochen wurde, wiederverwendet, abgeklopft, vom Putz befreit und wieder neu aufgemauert und haben dadurch das Treppenhaus für das neu hinzukommende zweite Dachgeschoss aufgemauert. Und ist nicht ganz richtig, eigentlich fürs Erste. Aber wir haben die Ziegel wiederverwendet, um in der gleichen Machart weiterzubauen, in der gleichen Materialität und in der gleichen Ästhetik. Nachdem wir die Ziegel freigelegt haben, war das natürlich ein wichtiger Faktor und der uns aber auch grundsätzlich sehr entgegenkommt, weil wir dadurch keinen Müll produziert haben. Wir haben auch den Abtransport nicht gehabt. Wir hatten natürlich einen deutlichen Mehraufwand für das Vermauern dieser kleinteiligen Ziegel und für das Säubern der Ziegel. Aber das ist es schon wert gewesen, würde ich sagen. Wir haben beispielsweise jetzt bei den Ziegeln die Ziegel mit einer Lasur, mit einer hellen Lasur überzogen und dadurch so eine Einheit geschaffen. Also die Unterschiede der Ziegel, es gibt auch teilweise in der Fassade ein paar Ziegel aus DDR-Zeiten, die sind sehr gelbstichig gewesen. Das haben wir alles so nivelliert, zusammengezogen quasi zu so einem einheitlichen Bild und wollten den Ziegeln auch so ein bisschen eine Noblesse geben oder auch vielleicht auch einen kleinen Widerspruch zwischen diesen eher ruppigen Ziegeln und dann sind die plötzlich geschlemmt. Also so eine kleine Irritation vielleicht. Grundsätzlich haben wir aber die Materialien eigentlich für sich sprechen lassen und in ihrer Materialität und Farbgebung so genommen, wie sie sind und mit eher zurückhaltenden Farben dann ergänzt, jetzt beispielsweise bei den Wohnungseingangstüren oder ähnlichen Situationen. Also wir haben den KfW-Standard Energieeffizienzhaus 100 erreicht, sogar sehr weit unterboten. Allerdings für den nächsten Schritt hätten wir dann sehr viel Technik einbauen müssen, was wir nicht wollten und was auch diesem Einfachbauen-Gedanken auch widersprochen hätte. Also das ist für uns schon auch ein sehr wichtiger Punkt, dass wir nicht das Haus überfrachten wollten und
auch die Benutzer damit nicht überfordern wollten. Also die Technik ist ja dann, steht ja und fällt dann doch oft mit der richtigen Benutzung. Wir wollten es einfach haben, intuitiv bedienbar, sehr simple Benutzeroberflächen. Also wir hatten ja den großen Vorteil, dass wir links und rechts ein beheiztes Gebäude haben, also Blockrandbebauung oder Zeilenbebauung, so dass wir schon mal 2 warme Wände hatten. Und die Rückseite haben wir vergleichsweise konventionell gedämmt, allerdings mit Steinwolle und mit einem Dickschichtputz. Und das Dach ist auch sehr hochwertig gedämmt mit Zellulose, hat den Vorteil einer großen Amplitude zwischen Tag- und Nachtschwankung und ist bauphysikalisch oder auch eben von dem Aufheizen sehr optimal, weil es relativ schwer ist auch. Und außerdem haben wir ein bisschen höheren Dämmwert erzielt, als wir vom Bauphysiker vorgegeben hatten. Das hat sich dann durch diese Sparrenhöhen ergeben, weil wir recht hohe Spannweiten haben, weil wir die Sparren eben von über 2 Geschosse gehen. Und an der Fassade haben wir sehr lange geknobelt, weil wir die Straßenfassade ja stellenweise innen wie außen in Sichtziegeln haben wollten. Und daher haben wir uns dann, als der Bauphysiker nicht mitgemacht hat, nochmal hingesetzt und Details entwickelt, um diese besonders schwierigen oder problematischen Anschlüsse zwischen Fenster und Fassade zu entschärfen. Was wir dann eben gemacht haben, indem wir Fensterzagen entwickelt haben, mit Holz ausgekleidete Fensternischen. Und außen haben wir links und rechts der Fenster noch die Faschen aufgefüllt sozusagen, ja, um genau diese Übergangspunkte zwischen Außen und Innen, zwischen Mauerwerk und Fenster zu entschärfen, und dann wurden davon wiederum Bauteilberechnungen erstellt und dann hat es geklappt. Also uns hat diese Idee sehr gut gefallen, die wir schon sehr früh hatten, die Fassade nicht zu verputzen, nicht wieder zu verputzen. Und damit so einen neuen Punkt zu schaffen hier im Quartier, in dem Gründerzeitquartier, das sehr durchsaniert ist und sehr schön, aber eben das durchaus auch mal sowas vertragen kann. Zum Abschluss würde ich gerne die Frage stellen, was für dich nachhaltige Architektur bedeutet, an diesem Beispiel und im Allgemeinen. Schwierige Frage. Ja, ich würde sagen, nachhaltige Architektur geht auf jeden Fall über das hinaus, was nur Materialwahl oder Bautechniken anbelangt, sondern das geht natürlich, ganz wichtiger Faktor ist, dass wir den Bestand erhalten oder den Bestand nutzen, weiter nutzen, und nicht ein Gebäude gleich mal auf die Seite schieben und neu bauen. Aber auch diese Nutzbarkeit oder Flexibilität, die man in der Planung ja herstellen kann oder mitdenken kann oder eben auch nicht, das hat sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Also die Prozesse bis zu Ende zu denken, zum Beispiel keine Materialien zu verkleben oder Verklebungen möglichst zu vermeiden, Mischmaterialien möglichst vermeiden, und kreativ mit dem Bestand umgehen und Bestand möglichst wiederverwenden. Also beispielsweise, wenn man jetzt so ein Ziegel, also das Haus ist ja so ein bisschen so eine
so ein Kniefall vor dem Ziegel vielleicht auch, vor diesen alten, wahnsinnig schönen, kompakten Massivziegeln, ohne Löcher, ohne irgendwelche tollen Wärmeschutzfunktionen, aber dafür eben diese unglaublichen Kühlfunktionen jetzt im Sommer an so einem heißen Tag wie heute als Speichermasse, aber auch als eine Option, sowas wieder aufzumauern, und der Nächste, der hier wieder aktiv wird, findet wieder Ziegel vor, kann die wieder rausnehmen, kann die wieder verwenden, kann die wieder an anderer Stelle aufmauern. Also eigentlich ein ganz großartiges Prinzip, von dem wir uns sehr stark entfernt haben, und da müssen wir wieder ein bisschen näher hin.